Hallo liebe Freunde, willkommen zu Michael Grant Klartext. Ich habe mich heute mal ein bisschen schicker gemacht. Es geht nämlich um das Thema Finanzen und meine Leser und auch viele meiner Zuschauer wissen ja, dass ich einige Bücher geschrieben habe über das Thema Finanzen und Geldanlage. Es ist ein Thema, das viele nicht wissen, und zwar: Das Geld auf Ihrem Konto gehört Ihnen gar nicht. Fakt ist, ein Giro, Tagesgeld oder Sparkonto gehört Ihnen, das Geld, das sich darauf befindet, aber nicht. Sämtliche Geldbeträge auf Konten gehören der Bank. Sicher ist Ihr Geld auch dort nicht, denn es gibt ein subtiles Sparerenteignungsgesetz. Ihr Geld ist damit in akuter Gefahr. Darüber möchte ich heute reden. Ihr Geld, das Geld auf der Bank, also Ihr Geld auf der Bank, gehört Ihnen nicht und damit basta. Gehören Sie auch zu diesen Menschen, die tatsächlich glauben, dass das Geld, das Sie auf Ihrem Konto liegen haben, auch Ihnen gehört? Damit liegen Sie im wahrsten Sinne des Wortes falsch. Denn das Geld auf Ihrem Bankkonto gehört nicht Ihnen, sondern der Bank. Und es liegt dort auch nicht sicher. Ich werde darüber noch weitere Ausführungen machen. Das Geld, das bei einer Bank liegt, gehört ausnahmslos der Bank. Dabei ist völlig egal, ob das Geld auf einem Giro, Festgeld, Tagesgeld, Sparkonto oder auf einem Extrakonto liegt. Das von Ihnen eingezahlte Geld stellt lediglich eine Forderung an die jeweilige Bank dar, die das Konto unterhält, und ist eben nicht Ihr persönliches Eigentum. Sie als Kontoinhaber haben gegenüber der Bank nur den Anspruch, dass Sie Ihr Geld zurückgezahlt bekommen. Fakt ist, ein Giro, Tagesgeld oder Sparkonto gehört Ihnen, das Geld, das sich darauf befindet, aber nicht. Sämtliche Geldbeträge auf den Konten gehören der Bank. Sie sind also nur Gläubiger Ihres eigenen Geldes. Wenn Sie auf ein Konto einzahlen, geben Sie der Bank ein zinsfreies Darlehen und eine Forderung gegenüber der Bank entsteht. Gleichzeitig geht die Bank Ihnen gegenüber eine Verbindlichkeit ein. Das bedeutet im Klartext, Sie sind Gläubiger des Geldes, aber nicht der Eigentümer. Im umgekehrten Fall müssten Sie als Darlehensnehmer Sicherheiten bieten, um überhaupt einen Kredit zu bekommen. Im Falle eines Bankkontos gilt das nicht. Das heißt konkret, Sie als Gläubiger geben Ihr Geld in die Obhut der Bank, damit diese mit den Geldbeträgen arbeiten kann. Als Sicherheit bekommen Sie von der Bank einen Rückzahlungsanspruch. Mehr aber auch nicht. Juristisch gesehen gehört Ihnen das Geld von Ihrem Konto erst dann, wenn Sie es am Automaten abheben und es als Bargeld in Ihren Händen halten. Ich wiederhole, solange Sie nicht die Scheine und Münzen in Ihren Händen halten, sind Sie nicht Besitzer Ihres Geldes. Nehmen wir einmal an, Sie bringen 2000 Euro zur Bank und legen es auf Ihr Bankkonto. Die Bank freut sich über diesen zinslosen Kredit und wird mit dem Geld arbeiten. Das ist ein gutes Geschäft für die Bank, denn sie bekommt ein zinsloses Darlehen, einen zinslosen Kredit, mit dem sie arbeiten kann und das Geld verdienen kann. Lediglich 1% dieser 2000 Euro, die sie einbezahlt haben, muss die Bank als Mindestreserve in Form von Zentralbankgeld bei der EZB hinterlegen. So waren bisher die Bestimmungen. In den USA sind es 10%. In diesem Zusammenhang frage ich Sie, kennen Sie das SAG-Enteignungsgesetz? Was glauben Sie, was mit Ihrem Geld als Gläubiger passiert, wenn die Bank pleite geht? Sie denken sich wahrscheinlich, es gibt ja eine sogenannte Einlagensicherung. Doch am 1. Januar 2015 wurde das sogenannte
SAG-Gesetz, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, verabschiedet, ganz bewusst nach der damaligen Griechenland-Krise. Das SAG enthält eine Reihe von Paragraphen, die regeln, wie ein in Schieflage geratenes Kreditinstitut saniert bzw. abgewickelt wird. Das Gesetz kann auch für private Anleger weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Die Besonderheit dabei ist, dass vorrangig Anteilsinhaber und Gläubiger an Verlusten und Abwicklungskosten der Banken beteiligt werden, sogenanntes Bail-in, bevor sogar Privatpersonen sowie kleine und mittlere Unternehmen mit Einlagen über 100.000 Euro herangezogen werden können. Betroffen sind alle Privat- und Firmenkunden, die nicht ausgeschlossene Einlagen ab 100.000 Euro bzw. im Einzelfall ab 500.000 Euro führen. Relevant ist das für Unternehmen, auf deren Konten sich hohe Geldbeträge zur Zahlung von Gehältern und Rechnungen befinden. Die Behörde kann auch hier anordnen, dass Einlagen in Anteile des harten Kernkapitals umgewandelt werden oder der Nennwert der Einlagen ganz oder teilweise heruntergeschrieben werden. Durch das SAG sind also alle Privatkunden und Firmenkunden betroffen, die Einlagen ab 100.000 Euro bei einer systemrelevanten Bank führen. Das gilt für das Sparbuch, Giroguthaben, Fest- und Tagesgeld, Sparverträge, auch vermögenswirksame Leistungen, Namensschuldverschreibungen und vorübergehend geparkte Liquidität auf dem Wertpapierdepot. Das alles kann weniger wert oder ganz wertlos werden. Ich wiederhole, Sparbücher, Giroguthaben und Termingelder sowie Tresor- und Schließfachvermögen werden durch das SAG im Insolvenzfall zur Befriedigung der Gläubiger der Bank herangezogen. Zwar ist rechtlich einklagbar, dass Einlagen bis zu 100.000 Euro geschützt sind, aber bei einer Bankpleitewelle ist diese Haftung der Einlagensicherung nicht haltbar und nicht bezahlbar. Das und viele weitere brisante Hintergründe beschreibe ich in meinem Buch Der kommende Bankencrash und wie Sie sich davor schützen können. Ich verlinke die Bestellmöglichkeit unten. Als Fazit, das Geld auf der Bank gehört Ihnen also nicht und zudem ist es bei den Bankenpleiten unsicher, weil die Einlagensicherung, stellen Sie sich vor, wenn 10 große, 5 große, 2 große systemrelevante Banken pleite gehen mit Millionen von Kunden, wo die Einlagensicherung dann noch bleiben wird. Das bedeutet übrigens aber auch, dass Sie nie wieder eigenes Geld haben werden, wenn das Bargeld abgeschafft wird und es nur noch Digitalgeld geben wird. Denken Sie einmal darüber nach. Wie gesagt, Fragen dazu nicht an mich stellen, weil ich die Kommentare nicht alle beantworten kann, sondern die Fragen und die Antworten dazu sind in meinem Buch beschrieben und auch die Möglichkeit, wie man sich davor schützen kann. Das ist ja noch viel wichtiger. Wie schütze ich mich vor dem allem? Weitere Informationen auf meiner Homepage unter www.michaelgrant.de. Dort gibt es auch einen kostenlosen Newsletter und alles weitere zu meinen Finanzbüchern. Dort gibt es auch Videos, die ich zu diesem Thema gegeben habe, Finanzen. Und einfach mal darüber nachdenken oder vielleicht mal den Bankberater fragen, ob er das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz kennt und was er dazu sagt, wie sicher Ihr Bankkonto über 100.000 Euro ist und wie sicher Ihr Geld unter 100.000 Euro ist, wenn mehrere systemrelevanten Banken pleite gehen und die Einlagensicherung dadurch zerschlagen wird. Einfach mal drüber nachdenken. Ich weise nur darauf hin. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Michael Grant.